In diesem Video möchte ich die Temporalsätze mit wenn und als vorstellen. Temporalsätze bedeuten, dass man Sätze bildet, die über die Zeit berichten, und wenn und als werden uns dabei helfen. Viel Spaß! Im Deutschen sind wenn und als Konnektoren, die verwendet werden, um Nebensätze einzuleiten. Aber es gibt Unterschiede in der Art und Weise, wie sie verwendet werden. Lassen Sie uns den Unterschied zwischen ihnen erklären. 1. Wenn. Wenn wird in zwei Hauptfällen verwendet. Für wiederholte Ereignisse in der Vergangenheit. Für Ereignisse, die in der Gegenwart oder Zukunft stattfinden. Beispiel: Für die Gegenwart oder Zukunft. Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Kino. Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Kino. Beispiel: Für wiederholte Ereignisse in der Vergangenheit. Wenn wir früher Urlaub hatten, fuhren wir immer ans Meer. Wenn wir früher Urlaub hatten, fuhren wir immer ans Meer. 2. Als. Als wird nur für Ereignisse verwendet, die einmal in der Vergangenheit stattgefunden haben. Beispiel: Für ein einmaliges Ereignis in der Vergangenheit. Als ich in Deutschland war, habe ich viele neue Freunde kennengelernt. Als ich in Deutschland war, habe ich viele neue Freunde kennengelernt. Wir benutzen wenn und als, wenn wir Nebensätze einleiten wollen. Das heißt, es sind dann temporale Sätze für uns. Als benutzen wir, wenn wir über die Vergangenheit berichten wollen. Etwas ist in der Vergangenheit passiert. Als ich 10 Jahre alt war, war ich in Berlin. Als ich 10 Jahre alt war, war ich in Berlin. Wenn benutzen wir, wenn wir über die Gegenwart oder Zukunft berichten wollen. Wenn ich Hunger habe, koche ich Suppe. Wenn ich Hunger habe, koche ich Suppe. Wenn er kommt, rufe ich dich an. Wenn er kommt, rufe ich dich an. Also eigentlich beantworten wir beiden Situationen die Frage wann passiert etwas? Was ist meine Bedingung und was ist meine Folge? Das möchten wir jetzt näher kennenlernen. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich meine Freundin zum ersten Mal getroffen. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich meine Freundin zum ersten Mal getroffen. Als ich gestern einen Unfall hatte, war ich schwer verletzt. Als ich gestern einen Unfall hatte, war ich schwer verletzt. Wenn du nach Hause kommst, ruf mich an. Wenn du nach Hause kommst, ruf mich an. Immer wenn ich mit der U-Bahn fahre, finde ich nie einen Sitzplatz. Immer wenn ich mit der U-Bahn fahre, finde ich nie einen Sitzplatz. Als ich ein Kind war, habe ich gern Sandburgen gebaut. Als ich ein Kind war, habe ich gern Sandburgen gebaut. Es hat den ganzen Tag geregnet, als meine Eltern geheiratet haben. Es hat den ganzen Tag geregnet, als meine Eltern geheiratet haben.
Als ich in die Schule gekommen bin, habe ich eine Schultüte bekommen. Als ich in die Schule gekommen bin, habe ich eine Schultüte bekommen. Als ich mit dem Studium fertig war, habe ich mit Deutschlernen angefangen. Als ich mit dem Studium fertig war, habe ich mit Deutschlernen angefangen. Lasst uns zusammen üben. Wir wollen alle Deutsch lernen, aber wie kann man eine Fremdsprache lernen? Lasst uns diese Geschichte hören. Bemerken Sie die Wenn- und Als-Sätze. Es war einmal ein Junge namens Tom. Als er ein Kind war, wollte er Deutsch lernen. Wenn er abends nach Hause kam, setzte er sich an seinen Schreibtisch und öffnete sein Lehrbuch. Als er die ersten Wörter las, fand er es schwierig, sie auszusprechen. Er übte jeden Abend und mit der Zeit verbesserte sich sein Akzent. Eines Tages, als er in der Schule Deutsch hatte, wurde er aufgerufen, vor der Klasse zu sprechen. Er war nervös, aber er wusste, dass er hart gearbeitet hatte. Als er anfing zu sprechen, waren alle beeindruckt von seiner Fähigkeit, die Sprache fließend zu sprechen. Eines Tages, als er in der Schule Deutsch hatte, wurde er aufgerufen, vor der Klasse zu sprechen. Er war nervös, aber er wusste, dass er hart gearbeitet hatte. Als er anfing zu sprechen, waren alle beeindruckt von seiner Fähigkeit, die Sprache fließend zu sprechen. Als er 20 Jahre alt war, ging er nach Deutschland auf eine Sprachreise. Wenn er durch die Straßen ging, konnte er sich mit den Einheimischen unterhalten und verstand alles, was sie sagten. Als er nach Hause zurückkehrte, war er stolz auf seine Fähigkeit, Deutsch zu sprechen und beschloss, Germanistik zu studieren. Als er 20 Jahre alt war, ging er nach Deutschland auf eine Sprachreise. Wenn er durch die Straßen ging, konnte er sich mit den Einheimischen unterhalten und verstand alles, was sie sagten. Als er nach Hause zurückkehrte, war er stolz auf seine Fähigkeit, Deutsch zu sprechen und beschloss, Germanistik zu studieren.